Provenienzforschung ist insbesondere nach der sogenannten Washingtoner Erklärung 1998 zu einem internationalen neuen Feld geworden. Seit diesem Zeitpunkt versuchen in über 40 Ländern, Staaten sich zu bemühen, sogenannte Raubkunst, also während dem Nationalsozialismus durch Verfolgung entzogene Kulturgüter an ihre rechtmäßigen Eigentümer oder deren Nachfolger zurückzugeben oder eine andere faire und gerechte Lösung zu finden. Infolge davon haben Museen und so auch wir begonnen, mehr und mehr sich ihren Beständen zuzuwidmen und diese zu erforschen. Unsere Provenienzforschung fokussiert sich auf zwei Schwerpunkte. Zum einen auf Entzugsereignisse bezüglich des Nationalsozialismus und zum anderen auf Enteignungskontexte in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. Aufgrund der Geschichte des Deutschen Historischen Museums haben wir insbesondere mit dem zweiten Schwerpunkt sehr viel zu tun, da das Deutsche Historische Museum 1990 die Sammlungen des Museums für Deutsche Geschichte, dem Historischen Nationalen Museum der DDR, übernommen hatte. Wir verfolgen diese Recherchen mit zwei Forschungssträngen. Zum einen verfolgen wir eine systematische Bestandsforschung, das heißt, wir gucken uns die einzelnen Objekte an, um Vorbesitzerketten zu erforschen, zu erkennen. Daneben natürlich bearbeiten wir auch aktuelle Anfragen und werden auch proaktiv, wenn wir halt Verdachtsmomente feststellen in unseren Recherchen. Darüber hinaus haben wir außerdem noch Grundlagenforschung und die bezieht sich ausschließlich auf den Bereich SBZ DDR und dort arbeiten wir zusammen mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, um insbesondere Netzwerke, Akteure, Verfahrensweisen von staatlichen Institutionen der DDR zu erforschen und damit auch fruchtbar zu machen für die Erforschung, für die Recherchen in anderen deutschen Museen. Bei einem Gemälde, welches sich im Bestand des DRM befindet, die Allegorie der Trauer. Dieses Gemälde wurde 1996 in der Christie's Auktion erworben. Die ProvenienzforscherInnen hier im Haus haben dann eine erste Grundprüfung durchgeführt. Das heißt, sie haben die wichtigsten Datenbanken abgefragt nach diesem Gemälde. Natürlich werden neben diesen Datenbankabfragen auch die Rückseitenbefunde der Gemälde dokumentiert anhand von Fotografien, weil sich eben auf den Rückseiten oftmals Hinweise auf die ursprünglichen Eigentümer befinden, das heißt in Form von Etiketten, Beschriftungen, die dann auch weitere Rechercheansätze liefern. Beim Gemälde der Germania oder Allegorie der Trauer ist es eben so, dass es die Provenienz Kategorie 2 ist. Also die Provenienz ist belastet und die Indizien erfordern dringende Recherchen. Das zweite Objekt, das ich vorstellen müsse, ist ein Möbelstück aus dem 17. Jahrhundert. Bei diesem Objekt haben wir auch wieder eine Datenbankrecherche durchgeführt und in der Datenbank German Sales einen Treffer erzielt. Und anhand dieses Treffers konnten wir herausfinden, dass dieser Kinderstuhl im Jahr 1930 bei einer Auktion in der Kunsthandlung Paul Cassirer versteigert wurde. Und wir hatten das Glück, dass eben über diese Datenbank ein annotierter Auktionskatalog eingestellt war. Das heißt, ein Katalog, in dem auch der Verkaufspreis eingetragen wurde vom Auktionator und auch an wen dieser Stuhl verkauft wurde. Und durch diesen Datenbanktreffer konnten wir herausfinden, wer der ursprüngliche Eigentümer war. So haben wir zum Beispiel hier den Auktionskatalog von Neumeister. In dieser Auktion wurde der Kinderstuhl 2005 erworben und hier können wir ihn auch finden und sehen, dass er aus der Sammlung Dr. Albert Victor stammte. Und so konnten wir eben herausfinden, dass bei diesem Objekt auf gar keinen Fall ein NS-verfolgungsbedingter Entzug vorliegt, da es sich zu dieser Zeit, in der kritischen Zeit von 1933 bis 1945 in den USA befunden hat. Und anhand dessen konnten wir dann hier in unserer Sammlungsdatenbank die Kategorie Nummer 5 vergeben. Die Provenienz ist geklärt und sie ist unbelastet. Ein Entzugskontext, mit dem wir uns hier auch besonders beschäftigen, ist der Kontext der sogenannten Republikflucht.
der sogenannten Republikflucht versteht man das Verlassen des Gebietes der Deutschen Demokratischen Republik ohne polizeiliche Abmeldung oder polizeiliche Genehmigung. Die Personen konnten natürlich nicht ihr gesamtes Eigentum mitnehmen und mussten es dementsprechend vor Ort zurücklassen. Aus diesem Kontext finden sich auch Objekte in den heutigen Beständen des Deutschen Historischen Museums. Als Beispiel dafür kann ein Orden dienen, ein sogenanntes Hanseatenkreuz. Der Orden selbst ist ein seriell gefertigtes Stück. Es hat keine individuellen Provenienzmerkmale wie Aufschriften oder Ähnliches, anhand derer man die Herkunft des Objektes festmachen kann. Um also festzustellen, woher dieses Objekt stammt, ist es notwendig, in die Objektdokumentation und in die hauseigenen Quellen zu gucken. In den Akten des MFDG findet sich dann auch ein Schriftstück, das datiert ist auf den März 1959. In diesem Schriftstück wendet sich der Rat der Stadt Cottbus an das Museum für Deutsche Geschichte und bietet diesem das Hanseatenkreuz zur Übernahme an. In dem Schriftstück selbst wird auch deutlich erwähnt, dass es sich hierbei um ein Stück aus der Wohnung eines sogenannten Republikflüchtigen handelt und dass man es dem Museum gerne zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, wir haben in diesem Zusammenhang ganz klar nachgewiesen, dass das Objekt aus einem Entzugskontext stammt und dass wir hier eine problematische Provenienz vorliegen haben. Das nächste Objekt ist eine Kommode, die das Museum vom Magistrat von Groß-Berlin 1952 erworben hat. Anhand einer Möbelautopsie, die wir mit diesem Objekt durchgeführt haben, konnten wir weitere Provenienzmerkmale ausfindig machen. Und zwar befand sich auf der Rückseite dieses Möbelstückes ein Brandstempel mit Hakenkreuz und Reichsadler und einem Kürzel RMVUP. Außerdem fanden wir die Aufschrift Wittig und in den Schubladen die Ziffern 69. Und anhand dieser Merkmale konnten wir weitere Recherche vornehmen. Und zwar steht diese Abkürzung für das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Der Name Wittig schließt auf den Mitarbeiter beim Magistrat von Berlin, den wir auch in der Archivalie sehen konnten. Und die 69 ist die Inventarnummer aus dem Emmeler Haus, also diesem Kunstdepot des Magistrats. Und anhand dieser Merkmale können wir nun weitere Archivrecherchen durchführen, indem wir zum Beispiel ins Bundesarchiv gehen, ins Landesarchiv und uns dort Bestände einmal zum Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda anschauen oder zum Magistrat von Groß-Berlin, um dann weitere Informationen über die Herkunft dieses Objektes herauszufinden. Die meisten unserer Recherchen sind sehr langwierig und oftmals landen sie in Forschungssackgassen. Gerade eben, weil wir eine kulturhistorische Sammlung haben und keine ausgesprochene kunsthistorische Sammlung, wo man eher Unikate erforschen kann. In einer kulturhistorischen Sammlung hat man es sehr oft mit Objekten serieller Produktion zu tun. Deswegen ist es außerordentlich schwierig, diese tatsächlich in zum Beispiel Auktionskatalogen oder Archivalien als unser Objekt zu identifizieren und dann auch tatsächlich die Vorbesitzerketten, Provenienzketten zu erforschen. Daraus ergibt sich die größere Wahrscheinlichkeit, dass wir auch in Zukunft mehr Doppelentzüge erforschen werden. Doppelentzüge meint, dass Objekte bereits während des Nationalsozialismus enteignet wurden und dann später nochmal in der sowjetischen Besatzungszone oder der DDR